Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Das ist Klompi. Und da seid ihr bestimmt schon im Bilde. Wir sind im Hollandpark und Klompi ist die neue Achterbahn, die heute eröffnet. Und da wollen wir euch heute in diesem Video ein bisschen mit abholen. Wir sind jetzt bei der Pre-Opening-Geschichte von dem Multi-Launch Coaster. Und es ist der, holländische Holzschuh, Klompen, das sollte jedem von euch, glaube ich, geläufig sein. Was ich aber spannend finde, bevor wir über die Bahn im Detail sprechen, Oktober 2023 gab es schon die ersten Ideen für die Achterbahn hier im Hollandpark und jetzt sind wir im März 2026. Das ist richtig. Und die Bahn wird offiziell eröffnet. Was für eine Achterbahn das ist, wie das Ganze aussieht, das alles jetzt im Video. Fangen wir mit der Achterbahn an sich an. Und zwar haben wir hier einen Family Launch Coaster, einen Multi-Launch Coaster von Art Engineering. 245 Meter Strecke, die wir zweimal hier durchfahren. Wir werden aus der Station raus katapultiert und fahren dann auf die Strecke. Wenn ich sage, dass das eine mehrfach abgeschossene Achterbahn ist, das Ganze ist ein Reibrad-Lounge, den wir hier haben. Das heißt, ganz viele von diesen Rädern sind unter dem Achterbahnzug, unter dem wir uns auch gerade befinden. Und dann hat man ja so ein Blech da drunter und darüber wird dann der Zug beschleunigt. Und dann saust ihr mit Klompi hier durch den Hollandpark. Und dann gibt es nochmal eine Boost-Sektion, wo der Zug nochmal beschleunigt wird. Und dann sausen wir durch die Station einmal durch und fahren noch eine weitere zweite Runde. Je nachdem, von wo man misst, ist die Bahn so 9 oder 11 Meter hoch und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 55 km/h, also total familienverträglich. Und das Spannendste und das Wichtigste ist, ihr dürft schon ab 90 cm Größe Begleitung eines Erwachsenen mitfahren. Ab 120 cm Körpergröße geht das sogar schon alleine. Und die Achterbahn heißt Klompi. Und das passt wie die Faust aufs Auge zum Hollandpark, denn Klompen sind niederländische Holzschuhe und Klompi ist einfach das verniedlichte Wort davon. Und es gibt ein großes, wirklich sehr schönes Stationsgebäude. In das gehen wir jetzt einmal kurz rein und haben den inneren Teil der Warteschlange. Und hier gibt es ganz viele Sachen zu entdecken, denn Klompi ist so ein Weltenbummler und man sieht hier zum Beispiel eine Karte, er war in San Francisco, bei den Pyramiden oder auch beim schiefen Turm von Pisa. Und dann gibt es verschiedene Schaukästen, weil es gibt natürlich auch weltberühmte Klompen, Disco-Klompen, Klompen, mit denen man auf dem Mond war oder mit denen man Basketball gespielt hat. Und auch ganz viele andere Details sind hier zu entdecken. Das alles kommt übrigens wie die Musik von IMA Motion und IMA Score. Auch diese große Pinnwand mit Zeitungsartikeln, die sich teilweise sogar bewegen,
kommenden Sonntag, wenn ihr das Video jetzt seht, wenn es gerade rauskommt, werdet ihr ein Video bei uns auf dem Kanal finden. Da zeigen wir das bei IMASCO und IMAMotion in den Heiligen Hallen, was die da so gemacht haben, wie die das Ganze gemacht haben, falls euch das interessiert. Und ich würde reinschauen, denn das Spannendste ist, hinter der Kamera steht gerade auch Klompy. Klompy ist auch Kamerakind heute hier und jemand ganz Besonderes hat Klompy seine Stimme verliehen. Vielleicht kommt ihr ja drauf und das könnt ihr ja schon mal in den Kommentaren raten, wessen Stimme denn Klompys Stimme ist, die man hier hört. Denn, vielleicht gehen wir da auch einmal schnell noch hin. Von Theodorus Klompenmaker Junior. Ich bin vor über 100 Jahren genau hier entstanden. Ich habe hier viel erlebt und gleich gehen wir gemeinsam auf ein Abenteuer, bei dem ich euch meine magischen Kräfte zeige. Ey, Moment, da komme ich schon angerast. Jetzt wird es aber wirklich wichtig. Wenn es gleich für euch losgeht, dann packt eure Taschen und alle anderen sperrigen Gegenstände hinter die orangene Markierung. Handys und andere lose Dinge sind sicher zu verstauen, damit bei unserer rasanten Fahrt nichts herausfliegt. Ich freue mich schon so riesig auf unser Abenteuer. Geht mal, da kommen schon die anderen. Wenn wir nämlich dann angestanden haben, also wir sind jetzt gerade vom Pre-Opening, also morgen am 25. Also wir sind jetzt beim Pre-Opening, morgen am 25. März 2026 eröffnet Klompy für alle. Und dann geht es hier in die Station und ihr hört auch weiter die fröhliche Musik. Und hier steigt ihr in den Zug ein und der Zug ist ein großer Klompen. Und das Praktische ist einfach, man sitzt bei Art Engineering in den Zügen super bequem, hat super bequeme, komfortable Stoßbügel. Und vorne ist halt das Gesicht vom Klompy am Zug und hinten gibt es diese typischen Holztulpen, die man sonst auch in Amsterdam kaufen kann oder auch hier im Hollandpark. Und die sind auch nochmal Deko hinten am Zug. Schiene mit oranger, also Schiene orange, Stützen so, wie nennt man, Petrol? Grün, blau, Petrol, man weiß es nicht. Passt super hier hin. Und haben wir auch seinerzeit, als wir den Hollandpark das erste Mal besucht haben, euch gezeigt. Ja, seinerzeit, als wir den Hollandpark das erste Mal besucht haben und vorgestellt haben, haben wir euch auch gezeigt, was vorher hier war. Und quasi war hier nur ein großer Erdhaufen, der aber auch sehr beliebt war und man da wirklich toll drauf spielen und toben konnte. Der Hollandpark ist eigentlich als Gartencenter gestartet. 2003 hat man das Ganze hier mehr oder weniger gegründet. Das hat doch ein paar Jahre gebraucht, bis dann das Gartencenter gestartet ist. Und man hat sich gedacht, nö, wir machen nicht nur Gartencenter, sondern es muss auch ein bisschen unterhaltsamer sein. Und so hat man dann angefangen, ja, Erlebnisse, Spielplätze und irgendwann auch Fahrgeschäfte hier zu installieren. Ich verlinke euch hier oben gerne das Video dazu. Da lernt ihr dann mehr darüber, über den Hollandpark selbst. Des Weiteren wäre, glaube ich, noch zu erwähnen, hat der Hollandpark jetzt damit seinen eigenen Maßstab gesetzt für weitere neue Attraktionen, die hier hinkommen sollen, mit so viel Thematisierung, die hier einfach dann immer dazugehört. Eine coole Attraktion, eine schöne Geschichte und eine wirklich tolle, hübsche Thematisierung. Das ist wichtig und das wird man hier auch weiter jetzt verfolgen im Hollandpark. Und Klompy ist einfach eine richtig coole Neuheit geworden und eine wirklich spaßige Achterbahn, die einfach cool ist, die jeden abholt. Das Layout von Art Engineering bei den Family Launch Coastern kennt ihr von zum Beispiel Snoopy in den USA oder auch der erste Fridolins verrückter Zauberexpress im Phantasianer Erlebnispark in Schlosswaldchen in Österreich. Und das ist einfach gut, das macht einfach Spaß, du hast nichts mit falsch. Ab 90 cm kannst du mitfahren und nach oben ist quasi auch keine Grenze gesetzt. Es sieht schön aus, es ist schon bepflanzt, aber das muss noch grün werden. Wir haben, wie gesagt, auch März noch und wir sind in einem Gartencenter. Da können wir, glaube ich, von ausgehen, dass man das hier ganz gut hinbekommt. Da kommt jetzt eine Treppe. Fallen mir jetzt nicht rückwärts die Treppe runter. So, und während ich jetzt hier aus dem Eingang wieder rauskomme von Klompy, macht ihr euch jetzt auf den Weg zum Hollandpark, der nördlich von Berlin liegt, damit ihr so eine grobe Orientierung habt und lauft hier rein zu Klompy und testet die neue Achterbahn hier im Hollandpark.